Heute geht es um die Frage, seit wann es eigentlich moderne Staaten gibt und wie sich diese in ihrer Bevölkerungsweise von früheren Gesellschaften unterscheiden. Gibt es einen besonderen Ort auf diesem Planeten, von dem sich heraus immer wieder die Gesellschaft erneuert hat? Bleiben Sie dran! Herzlich willkommen zur Videoreihe Soziodemografische Evolution. Lernen Sie grundlegende Gedanken über die Frage kennen, ob die steigende Zahl von Menschen für die Entwicklung unserer Gesellschaften positiv oder negativ ist. Ja, letztes Mal haben wir bereits gesehen, die Weltbevölkerung ist gestiegen in den letzten 10.000 Jahren, seit dem Beginn der Neolithischen Revolution, der Sesshaftwerdung, der Einführung der Gartenbaugesellschaft. Ganz grob gesagt, der Faktor, den wir ansetzen, ist das Tausendfache. Wir hatten also vor der Neolithischen Revolution einige Millionen Menschen. Und heute haben wir einige Milliarden Menschen, also Millionen zu Milliarde, etwa der Faktor 1000. Und deswegen, wie gesagt, ist also hier die Gesellschaft insgesamt natürlich massiv angewachsen, hat sich grundsätzlich auch gewandelt. Das heißt, dieser Anstieg der Weltbevölkerung um den Faktor 1000 hat natürlich auch das ganze Sozialsystem umgeworfen, wiederholt verändert und eben halt in verschiedenen Bereichen eben halt eingewirkt. Wir hatten ja gesehen, dass dieser Anstieg dieser Weltbevölkerung von diesen 5 Stufen sehr stark dominiert worden ist, also von der Jäger- und Sammlergesellschaft, der Gartenbaugesellschaft, der Agrargesellschaft, der Industriegesellschaft und der postindustriellen Gesellschaft. Also, dass insgesamt man hier vermuten muss, dass ein Land wie zum Beispiel England, das heute eine postindustrielle Gesellschaft ist, früher eine Industriegesellschaft war, davor eine Agrargesellschaft, davor eine Gartenbau und davor eine Jäger- und Sammlergesellschaft war. Das heißt also, jede Gesellschaft muss sich, wenn sie sich weiterentwickeln will, von einer Stufe auf die nächsthöhere, gewissermaßen diese Reihenfolge einhalten. Es gibt so da wohl keine Ausnahme, dass man sagen kann, hier wurde eine Stufe übersprungen, sondern wir haben hier gewissermaßen eine normale Reihenfolge drin, wenn man so eine Hauptentwicklung, eine Hauptreihe wie in der Astronomie, gut, der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, aber diese Hauptreihe müssen also diese Staaten nach und nach dann durchlaufen, um eben halt dann sie hier zu modernisieren. Und diese Hauptgrafik haben wir also hier nochmal drin mit diesen 5 Stufen, die also normalerweise diese Reihenfolge darstellen und die vielleicht nur eine grobe, aber doch eine halbwegs brauchbare, ungefähre Orientierung über den gesellschaftlichen Wandel im Zuge der soziodemografischen Evolution darstellt. Ja, und diese 5 Stufen, wie gesagt, sind zu durchlaufen. Auf 2 Ausnahmen will ich nochmal ganz kurz eingehen, oder 2 Ergänzungen will ich nochmal machen. Die eine Ergänzung ist die Schwelle des Eisens. Also wir haben seit dem 1. Jahrtausend vor Christus die Eisenverarbeitung so weit vorangetrieben, dass wir sehr viele brauchbare Gegenstände auch aus Eisen herstellen konnten. Eisen selber, oder Eisenverhüttung ist schon älter, aber die Ergebnisse waren oft sehr dürftig und sehr unbrauchbar. Und seit dem 1. Jahrtausend dominiert aber Eisen unsere Gesellschaft. Und das Eisen verändert nochmal die Agrargesellschaften deutlich, verändert auch die Gartenbaugesellschaften, die gleichzeitig existieren. Und so haben wir also ja diese Eisenschwelle als eine weitere Stufe innerhalb der Agrar- und Gartenbaugesellschaften drin. Und die zweite Anmerkung, die ich machen möchte, betrifft eine Nebenform dieser Hauptreihe, die durchlaufen werden kann, aber nicht durchlaufen werden muss. Also das ist die Frage der herdentreibenden Gesellschaften, also solche Gruppierungen, solche Volksstämme, die vor allen Dingen auf dem Kamel, auf dem Pferd sitzen und von dort aus eben ihre riesigen Herden von Nutztieren dann bewirtschaften. Und die oft in der Lage waren, wegen ihrer Geschwindigkeit, wegen ihrer Unangreifbarkeit, militärisch so stark zu sein, dass sie eben halt entsprechend Ort und Zeit des Angriffs auf Agrargesellschaften selber bestimmen konnten. Also das kennen wir von den Hunnen, von den Ungarn, von den Mongolen, dass die entsprechend hier eine sehr große militärische Macht aufbauen konnten und da es ihnen oft auch gelungen war, Agrargesellschaften zu unterwerfen. Ja, und deswegen, wie gesagt, haben wir diese 5 Gruppierungen drin, plus eben halt die herdentreibenden Gesellschaften. Wir könnten jetzt die noch weitere Form noch einführen der maritimen Gesellschaft, also ähnlich wie bei den Herdentreibern, solche Gruppierungen, die also, wenn man so will, die Agrargesellschaften ein bisschen aussaugen. Die Wikinger zum Beispiel waren eine solche Gruppierung, die man hätte jetzt noch einfügen können. Habe ich jetzt nicht gemacht, okay. Insgesamt, aber wie gesagt, treiben diese 5 Gruppierungen, diese Welt oder diese 5 Stufen der Evolution die Bevölkerungszahl um den Faktor 1000 nach oben. Und deswegen haben wir also heute entsprechend 7,7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und nun mag man natürlich die Meinung sein, oder wenn wir es in dieser Hauptgrafik so sehen, dass dieser Wandel schlagartig in allen Ländern auf diesem Planeten stattgefunden hat. Also 8000 vor Christus sehen wir hier Gartenbaugesellschaft. Das heißt natürlich jetzt nicht,
dass alle Länder gleichzeitig die Gartenbaugesellschaft 8000 vor Christus angenommen haben. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass um 1800 bereits in allen Ländern die industrielle Revolution eingesetzt hätte. Das mitnichten, aber es ist natürlich so, dass also hier das erste Land jeweils diese Stufe erklommen hatte. Und die Übergänge dann von der Gartenbau zur Agrargesellschaft, von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft sich dann nach und nach auf diesem Planeten erstreckt haben. Also wenn wir ganz grob abschätzen wollen, wie viel Prozent der Menschheit in welcher Gesellschaftsform gelebt haben, dann sehen wir also hier diesen Übergang drinne. Und wir sehen, dass wir im Prinzip heute noch Gartenbaugesellschaften haben, ja sogar in allerletzten Ansätzen noch Jäger- und Sammlergesellschaften. Das sind eben halt die Völker, die jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten dann als Gruppierungen sich wahrscheinlich auflösen werden, durch eben halt den Druck, durch den Anpassungsdruck, den eben halt die anderen Gesellschaften auf sie ausüben. Das mag man jetzt sehr tragisch empfinden, aber vielleicht ist es auch nur der Lauf der Dinge. Natürlich geschieht diese Anpassung, dieser Druck auch durch sehr unschöne Begleiterscheinungen, die natürlich, wie gesagt, eigentlich negativ zu beurteilen sind, aber letztendlich, wie gesagt, denke ich, ist das leider nun mal der Gang der Dinge. Das heißt, die Altsteinzeit ist heute auch noch, aber sie wird nicht mehr lange andauern. In den nächsten Jahrzehnten werden diese Gruppierungen sich vermutlich aufgelöst haben. Ja, und das, wie gesagt, ist eben halt dieser Anstieg der Weltbevölkerung getragen von diesen 5 Entwicklungsstufen. Und jetzt muss man natürlich fragen, was haben diese Entwicklungsstufen mit der Bevölkerungszahl zu tun? Wie sind die beiden Systeme miteinander gekoppelt? Und gut, die Antwort darauf ist relativ einfach. Die Antwort ist die, dass die Bevölkerungsdichte, die mögliche Bevölkerungsdichte in diesen 5 Entwicklungsstufen im höchsten Maße unterschiedlich ist. Also als Jäger und Sammler muss man schon sehr weit gehen, um sich durch Jagen und Sammeln ernähren zu können. Also in sehr fruchtbaren Gegenden schaffen sie fast einen Menschen pro Quadratkilometer. Also sagen wir mal etwas optimistisch, ein Mensch pro Quadratkilometer, aber nicht mehr. Wenn sie also eine Gruppe von 30, 40 Personen haben, so eine kleine Horde haben, dann brauchen sie schon ein paar Kilometer, um dort eben halt entsprechend sich ernähren zu können. Und in Ungunsträumen, also wo eben halt die Möglichkeit, etwas zu jagen, etwas zu sammeln, sehr niedrig ist, da brauchen sie sehr viel mehr Platz für einen einzelnen Menschen. Also brauchen sie 100.000, vielleicht sogar auch 10.000 Quadratkilometer für eine einzelne Person. Und dann ist auch klar, dass eben halt natürlich große Flächen dieses Planeten zwar von Menschen besiedelt sind, aber nur extrem dünn besiedelt sind, dass dort eben halt nur sehr selten mal ein Mensch vorbeikommt und mal da aufsammelt und aufjagt, was sich da finden lässt, aber nicht mehr. Und die Gartenbaugesellschaft ist ja die Sesshaftwerdung, die Einführung der Landwirtschaft, dass man sagt, wir säen aus, wir bewässern ein bisschen oder hoffen auf Niederschlag vor allen Dingen und ernten dann. Diese einfache Gartenbaugesellschaft erlaubt schon damals etwa den 10-fachen Ertrag mindestens, dass sie hier, das ist eine ganz grobe Zahl jetzt nur, 10 Menschen pro Quadratkilometer ernähren können. Und natürlich ist klar, dann haben sie eben halt auch 10-mal höhere Bevölkerungsdichten und sind natürlich den Jägern und Sammlern im Prinzip haushoch überlegen. Und deswegen, wie gesagt, ist dieser Wert von 10 nur ein ungefährer Wert. Natürlich kommt es auch darauf an, auf die Bodenbegebenheiten, kommt es auf das Wetter an, auf die Ernteerträge, die auch sehr stark schwanken können. Und auf andere Begebenheiten auch mehr. Aber dieser Sprung als solcher ist eben halt unbestreitbar. Dieser Sprung setzt sich fort in den anderen 3 Entwicklungsstufen, bei der Industriegesellschaft, der Agrargesellschaft und der postindustriellen Gesellschaft. Ich gebe mal ganz grobe Werte jetzt hier an mit 100 Menschen pro Quadratkilometer, 500 oder auch 1000 Menschen pro Quadratkilometer. Das heißt, wenn wir die Agrargesellschaft mit 100 Menschen nehmen pro Quadratkilometer, die Flächen werden eben halt jetzt gezielter bewässert durch Kanalsysteme, es werden bessere Pflanzen herangezüchtet, es findet eine stärkere Spezialisierung auch statt, eine viel stärkere Arbeitsteilung und das alles erhöht die Produktivität der Landwirtschaft nochmal drastisch, vielleicht ungefähr um den Faktor 10. Das kann eben halt auch nur mal sein, dass da nur 10 Menschen pro Quadratkilometer leben können. Es kann aber auch sein, dass es dann entsprechend 500 Menschen pro Quadratkilometer sein können. Denken wir an das Niltal zum Beispiel. Also da sind extreme Schwankungen auch drin. Und wie gesagt, in der Industriegesellschaft kommt Kunstdüngung hinzu, kommt die Kapitalisierung der Landwirtschaft hinzu, kommen bessere Maschinen hinzu, Traktoren kommen auf und die postindustriellen Gesellschaft bessere gentechnisch manipulierte Pflanzen, die noch höhere Erträge bringen und eine Verwissenschaftlichung auch der Landwirtschaft. Und so kommen entsprechend dort die höheren potenziellen Bevölkerungsdichten dann zustande. Und deswegen, wie gesagt, weil diese Umbrüche doch eine ganz erhebliche Steigerung der maximalen Bevölkerungskapazität erlauben,
Ist also so eine Umstellung auf ein solches System ein riesiger Push für ein Land. Und der wird sich natürlich dann langsam erst auswirken, weil sie erst mit den besten Flächen dann anfangen, diese umwandeln, aber dann nach und nach eben halt den Rest des Landes auch dann eben halt neu bewirtschaften. Ja, und wenn wir es also anschauen, ist also auch klar, wir können nicht zurück. Also wir können jetzt nicht mit einer 7,8 Milliarden Menschen in der Gegenwart jetzt einfach sagen, wir lassen mal hier die Postindustriegesellschaft für sich sein und wir gehen jetzt zurück wieder zur Gartenbaugesellschaft, zur einfachen Landwirtschaft. Das wird so nicht funktionieren. Da wird ein Großteil der Menschheit verhungern. Das ist ja natürlich moralisch überhaupt nicht zu rechtfertigen. Und deswegen, wie gesagt, ist das zurück also gar keine Option. Es gibt das Beispiel dieser Survival-Leute, wie zum Beispiel dem deutschen Neberg, der damals durch Deutschland zog und geguckt hat, kann man noch als Jäger und Sammler leben? Und er konnte als Jäger und Sammler leben, aber nur er. Und vielleicht ein paar tausend andere oder 10.000 andere Personen hätten davon leben können. Aber 80 Millionen Menschen können nicht als Jäger und Sammler in Deutschland leben. Das ist völlig utopisch. Vielleicht 100.000 oder 200.000 Menschen, aber nicht mehr. Diese Zunahme der Ernteerträge, der Bevölkerungskapazität in der soziodemografischen Evolution hängt natürlich auch sehr stark mit der Technologie zusammen, die eingesetzt worden ist. Also der Jäger und Sammler hat ja vor allem mit dem Faustkeil andere Steine oder auch Holz behauen. Sense und Flug haben dann in der Gartenbau- und der Agrargesellschaft dann zu deutlich höheren Erträgen beigetragen. Und in der heutigen Zeit haben wir natürlich Kunstdünger als ganz wesentlichen Faktor, als ganz wichtige Technologie, um bei uns eben halt die Ernteerträge nochmal zu steigern. Bewegungsenergie kommt hinzu in Form von der Dampfmaschine in der Industriegesellschaft, beziehungsweise das Atomkraftwerk beispielsweise jetzt in der postindustriellen Gesellschaft. Gesellschaftlich tut sich auch viel dabei. Die Zahl der Personen, die also jetzt eine Gruppe, eine ethnische Gruppe ausmacht, hat sich natürlich auch massiv erhöht. In der Jäger- und Sammlerzeit hatte man 2, 3, 4 Dutzend Personen um sich herum, wenn überhaupt. Und in der Gartenbaugesellschaft besteht ein Stamm schon aus 10.000 Personen. Und heute haben wir ja in der postindustriellen Gesellschaft eine Weltgesellschaft, sind zumindest auf dem Weg dorthin mit Milliarden von Menschen, die dort integriert sind. Das heißt, die Gesellschaften an sich haben sich also hier ganz grundlegend transformiert. Es wurden auch weniger Gesellschaften, weil die Größe einer einzelnen Gesellschaft, was die Zahl der Menschen anbelangt, enorm gestiegen ist. Gut, soweit die Gruppe, aber auch das Leben des Einzelnen hat sich natürlich ganz grundlegend geändert, auch bezüglich der demografischen Faktoren. Also ganz wichtig, die Lebenserwartung. Die Lebenserwartung ist gestiegen, allerdings erst in der Industriegesellschaft. Also erst seit den letzten 150 Jahren haben wir einen nennenswerten medizinischen Fortschritt und vorher ist die Lebenserwartung ungefähr gleich geblieben. Jetzt haben sie Werte zwischen 20 und 40 drin. Das sind natürlich nur statistische Werte. Man konnte natürlich auch in früheren Gesellschaftsformen 60 Jahre alt werden oder auch 70. Nur war die Kindersterblichkeit dort entsprechend so hoch, dass die von den Neugeborenen ausgerechnet eben mal diese niedrige Lebenserwartungsschnitt nur hatten. Und was vielleicht ganz wesentlich ist, als kleine Pointe, der Anstieg der Lebenserwartung ist also nicht die Antriebsfeder für die Entwicklung der Gesellschaften, denn der Einzelne hat ja nichts davon. Ganz im Gegenteil, wir sind nicht ganz sicher, aber eventuell ist sogar die Lebenserwartung bei der Sesshaftwerdung vom Jäger- und Sammlertum zur Gartenbaugesellschaft sogar gesunken. Das kann also durchaus gewesen sein, sodass also hier ganz andere Triebfedern eine Rolle gespielt haben müssen. Und das liegt auch daran, dass eben halt die Todesursachen sich gewandelt haben. Der Jäger- und Sammler starb, jetzt etwas klischeehaft gesprochen, am Unfall in allererster Linie. Und der Gartenbaumensch hatte eben halt ein Problem mit dem Wasser und dem Abwasser. Er konnte ja nicht mehr weiterziehen, weil eben halt das Nomadentum aufgegeben worden ist. Und ja, nun bilden sich natürlich Krankheiten im großen Stile aus. Und die führen zu riesigen Infektionskrankheiten. Riesige Seuchen entstehen dort. Und da können eben halt entsprechend hier die Lebenserwartung könnte hier also durchaus gesunken sein. Ja, und an der Agrargesellschaft setzt sich das Ganze fort. Gewalt spielt auch eine ganz große Rolle in diesen Gesellschaftsformen. Gerade in der Gartenbaugesellschaft gibt es ganz schreckliche archäologische Funde, wo man Skelette gefunden hat, aus dieser Zeit, wo jedes, keine Ahnung, 3., 4. Skelett letztendlich Spuren von tödlicher Gewaltanwendung aufweist. Das können also Tote gewesen sein, die also im Kampf dann zu verzeichnen waren. Es können aber auch riesige Menschenopfer gewesen sein, wir wissen es nicht ganz genau. Und erst in der Industriegesellschaft, wie gesagt, wird das Ganze langsam dann weniger. Die Infektionskrankheiten nehmen ab und da kommt es eben mal dazu, dass jetzt diese Krankheiten in den Vordergrund treten, die man erst im hohen Alter bekommt, also Krebs, Herzinfarkt, Kreislaufschwäche,
Also Verschleißkrankheiten, die eben halt altersbedingt sind und die jetzt in den Vordergrund treten. Zynisch gesagt, Gott sei Dank, weil natürlich wir den Vorteil haben, dass sie nicht vorher schon an anderen Krankheiten, an Pocken, Pest oder Cholera gestorben sind. Hört sich jetzt makaber an, es ist auch Abracadabra, aber letztendlich ist es doch auch ein Fortschritt der Menschheit, heute an Herz-Kreislauf-Krankheiten zu sterben. Jo, ist dann so. Die Sterblichkeit, wie gesagt, also hier mit großen Fortschritten erst in den letzten 150 Jahren. Die Geburtenrate hat sich auch geändert. Und zwar hier haben wir etwas genauere Kenntnisse. Wir wissen also oder vermuten, dass die Gartenbaugesellschaft noch eine höhere Kinderzahl hervorgebracht hatte als das Jäger- und Sammlertum. Ganz einfach, weil jetzt die Kinder viel früher auch in den Erwerbsprozess, also in die Landwirtschaft eingesetzt werden konnten. Sie mussten nicht mehr herumgetragen werden wie beim Nomadentum der Jäger und Sammler. Und das also führte zu generell höheren Geburtenraten noch in der Gartenbau- und der Agrargesellschaft. Wobei klar ist, wenn Sie sich die Zahlen jetzt anschauen, wenn Sie 7 oder 8 Kinder haben, dann kommen vielleicht 3 ins Erwachsenenalter hinein. Die anderen sterben vorher. Das ist die normale Bevölkerungsweise gewesen, wie sie ganz üblich gewesen war und die heute natürlich extrem schrecklich und unvorstellbar klingt. Erst in der Industriegesellschaft haben wir dann eben halt einen langsamen Abfall der Geburtenrate und die postindustriellen Gesellschaften der Gegenwart sind die ersten Gesellschaften überhaupt, die oftmals freiwillig weniger als 2 Kinder pro Frau hervorbringen, die also weniger Kinder haben, die zu ihrer eigenen Bestandserhaltung notwendig wären. Auch das ist eine ganz wesentliche Aussage. Postindustrielle Gesellschaften schrumpfen also tendenziell. Sie sind also zur Erhaltung ihrer Bevölkerungszahl auf Zuwanderung angewiesen aus anderen Ländern. Aber wie gesagt, auch das Problem wird sich dort in diesen anderen Ländern bald auch einstellen. Gut. Soweit die direkten demografischen Ursachen und Auswirkungen der Veränderung der Gesellschaftssysteme. Ich möchte jetzt auf einige mittelbare Auswirkungen eingehen, die dadurch entstanden sind, dass die heutigen Bevölkerungsgrößen sehr viel umfangreicher sind, dass sie heute mit sehr viel mehr Personen in Austauschbeziehungen stehen, als sie das eben halt in der Jäger- und Sammlergesellschaft gewohnt waren. Nehmen wir eine Gruppe von 10 Personen an, dann haben sie maximal 45 Austauschbeziehungen, also Zweierbeziehungen, die möglich sind. Dann hat jeder jeden einmal so getroffen. 45 Beziehungen sind möglich. Wenn Sie jetzt 1000 Personen statt 10 nehmen, also die 100-fache Menge, haben Sie nicht einfach nur das 100-fache in Austauschbeziehung, sondern das 10.000-fache, also fast 500.000 Austauschbeziehungen. Und jetzt, wenn Sie das Prinzip haben, also der Faktor 100 hoch 2, das übertragen Sie mal jetzt auf eine milliardenfache Weltgesellschaft, dann sehen Sie, wie viele unendliche Austauschbeziehungen wir heute theoretisch auf diesem Planeten hätten, die theoretisch denkbar sind, als reine Zweierbeziehung schon. Und deswegen ist klar, jeder kann nicht jeden kennen, deswegen ändert sich auch das religiöse Verständnis sehr stark. Vom Geister- und lokalen Götterglauben geht es dann in den Agrargesellschaften zu religiösen Erneuerungen, die dazu führen, dass man mehr Mitleid empfindet, auch mit den Menschen, die man nicht kennt. Mitleid ist der entscheidende Faktor in allen 5 großen Weltreligionen, die damals entstanden waren, in der Mitte des 1. Jahrtausends vor Christus. Und deswegen, wie gesagt, ist das eben halt die Antwort auch auf diese massive Bevölkerungswelle im 1. Jahrtausend vor Christus. Heute dominieren eher Ideologien oder auch globales Bewusstsein, wenn auch etwas primitiven Niveau noch, aber diese verdrängen nach und nach eben mal die traditionellen Religionen etwas. Dann haben wir in der sozialen Schichtung haben wir auch weitere Veränderungen drin. Wir haben also jetzt ursprünglich ja es so gehabt, dass die soziale Schichtung gar keine Rolle gespielt hat, dass also entsprechend bei Jägern und Sammeln alle gleich waren. Und auch bei der Gartenbaugesellschaft hatten wir kaum Schichtung drin. Aber in den Agrargesellschaften haben wir eine extrem starre Ständestruktur, die also entsprechend sehr vielen Menschen sehr strikte Rollen zuweist. Die also auch durch Geburt im Wesentlichen festgelegt sind und die oft durch die religiösen Systeme gerechtfertigt werden. Ja, und da, wie gesagt, ist jeder in seine Rolle hineingeboren und muss in seinem Stand bleiben, Zeit seines Lebens lang. Und das ist natürlich eine sehr unschöne Gesellschaft. Und erst in der Industriegesellschaft haben wir das Ganze durchbrochen, durch Klassen, aber auch durch Aufstiegschancen. Und in der heutigen Zeit, wie gesagt, verringern sich leider schon wieder etwas die Aufstiegschancen. Die Kapital- und die Kapitalvererbung spielen wieder eine größere Rolle. Die Geschlechterrollen haben sich ebenfalls gewandelt.
In Jäger- und Sammlertum und Gartenbaugesellschaft gab es da kaum Unterschiede. In einigen Gartenbaugesellschaften herrschte Patriarchat, in anderen Gartenbaugesellschaften herrschte Matriarchat. Das hielt sich also in etwa die Waage. Und erst in der Agrargesellschaft, da kommt es zur Dominanz des Mannes. Der Mann ist also in der Lage, den schweren Eisenflug in den Boden zu stemmen und zu drücken. Und das gibt ihm eine besondere Rolle und führt eben halt dazu, dass die Frau eher auf Nebentätigkeiten abgedrängt wird. Und diese, ja, etwas vulgär ausgedrückt, Unterdrückung der Frau wird dann aufgehoben im Maschinenzeitalter der Industriegesellschaft, beziehungsweise in der postmodernen Gesellschaft, dann eben halt geht das Ganze auch dann noch weiter aufwärts für die Frau wieder. Bei den Medien ist klar, Schriftlichkeit gibt es erst in den Agrargesellschaften und heute wird die Schriftlichkeit dann über in anderen Formen ausgedrückt. Beim Handel gibt es dann verschiedene Austauschbeziehungen, Austauschgüter, spielt also Edelmetall in den Gartenbaugesellschaften eine erhebliche Rolle und heute haben wir gewissermaßen schon ja, Zentralbankgeld, aber auch eben mal privat geschaffenes Geld durch die Privatbanken, die das Ganze momentan etwas unübersichtlich machen. Okay, Kriegsführung haben wir klar, Krieg ist eben halt dasselbe wie Jagd aus Sicht vieler Völker, ein legitimes Mittel der Auseinandersetzung und eben halt des Erwerbs. Und diese Sichtweise hat sich dann erst in der postindustriellen Gesellschaft gewandelt. Heute sind die Waffen dermaßen stark, die Atombomben dermaßen stark, dass Krieg generell geächtet ist und wir also heute auf Kriegsführung weitestgehend verzichten, denn ein großer Krieg hätte heute zwar theoretisch einen Sieger oder könnte einen Sieger haben, aber keinen Gewinner mehr. Im Krieg werden letztendlich alle Verlierer, massiv Verlierer in der Gegenwart. Und deswegen ist Krieg heute ja auch dann geächtet. Auch mental hat sich viel geändert. Also denken Sie mal als Beispiel daran hier, wenn wir uns die Spiele der einzelnen Gesellschaftsformen anschauen, fällt zum Beispiel auf, dass Jäger und Sammler keine Strategiespiele kennen. Strategisches Denken ist diesen Völkern noch völlig fremd. Das heißt ja nicht, dass sie generell irgendwie dumm sein müssten, aber wie gesagt, das Streben in Strategien zu denken, ist also eine Entwicklung, die wir erst in Agrargesellschaften so richtig haben. Und das wirkt sich in vielerlei Hinsicht auf das Leben der früheren Völker aus. Okay, ich sprach eingangs davon, ob es einen besonderen Ort geben würde, an dem sich die Gesellschaftsformen gebildet haben. Und das ist schon mal ganz klar, den hat es nicht. Also die einzelnen Sprünge entstanden an verschiedenen Orten. Die Gartenbaugesellschaft entstand in fruchtbaren Halbmond als erstes. Aber dann eben halt wohl aus sich selbst heraus, durch Eigenerfindung, auch an anderen Orten. In Ägypten, in Pakistan, in China zweimal, in Amerika, in 2 Stellen und auch Neuguinea haben wir hier drin. Die Agrargesellschaften, die dasselbe Prinzip. Eine erste Agrargesellschaft im südlichen Irak, in Mesopotamien, und dann 3 weitere Agrargesellschaften, die sich herausgebildet haben. Am Nil in Ägypten, am Indus in Pakistan, am Huanghe in China. Und auch in Amerika haben wir solche Zentren, die sich dann weiterentwickeln Richtung Agrargesellschaft. Die Industriegesellschaft bildet sich aus bekanntermaßen um 1800 in England, Nordengland. Und die postindustrielle Gesellschaft, dieser Weg wurde zum ersten Mal beschritten, ebenfalls in England, eigentlich in Südengland. Swinging London spielte eine Rolle, aber natürlich auch gleichzeitig dann im Hippie-Paradies San Francisco und dazwischen natürlich auch an der amerikanischen Ostküste. Jo, das soll es eben halt für heute erst mal gewesen sein. Jo, wir können also als Fazit ziehen, dass also es keinen besonderen Ort gibt, an dem die soziodemografische Evolution immer wieder von vorne begonnen hatte. Mal geht der Impuls von einem Ort aus, mal vom anderen Ort aus. Und deswegen, wie gesagt, hat jede Gesellschaft die eigene Chance, seines oder ihres eigenen Glückes Schmied zu sein. Und deswegen ist es auch ein positives Fazit zu erkennen. Es gibt da keinen von vornherein bevorzugten Ort. Für den einzelnen Menschen hat sich durchaus einiges auch getan. Die Geburtenrate ist heute zurückgegangen. Die Austauschbeziehungen mit anderen Menschen haben sich explosionsartig vermehrt. Die Lebenserwartung ist gestiegen in den letzten 150 Jahren. Das heißt also, dieser gesellschaftliche Fortschritt, den wir von vornherein in den letzten 10.000 Jahren drin hatten, ist in den letzten 150 Jahren auch ein sehr starker individueller Fortschritt gewesen, auch in materieller Hinsicht. Aber natürlich auch eben in Hinsicht auf die Lebenserwartung beispielsweise. Und deswegen möchte ich mich verabschieden heute erneut mit dem vulkanischen Gruß und rufe Ihnen zu: Leben Sie lang und bauen Sie etwas auf.